Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Fokus bei uns im Deutschen Marinemuseum. Mein Name ist Nina Nusteede, ich bin die Sammlungsleiterin hier im Museum und möchte Ihnen heute leider kein Originalexponat, dafür aber ein schönes Modell vorstellen. Und zwar hinter mir L56, das Marineluftschiff mit der Baunummer LZ103. Das Modell des Luftschiffs L56 hängt hier stellvertretend unter anderem für die Anfänge der Marine- und Luftfahrtgeschichte bei uns im Marinemuseum. Anfang des 20. Jahrhunderts waren Luftangriffe für viele noch Utopie, sollten aber bald Realität werden und zum Schockerlebnis werden. Die technischen Entwicklungen im Luftschiffbau und im Flugzeugbau hatten bereits Anfang des 20. Jahrhunderts das Interesse der Militärs geweckt. Wenn auch vorher schon experimentiert wurde mit Fesselballons zur Aufklärung, waren nun die Möglichkeiten immens dadurch, dass es lenkbare Luftschiffe gab. Einer der bekanntesten Luftschiffbauer war sicherlich Graf Ferdinand von Zeppelin, der Anfang des 20. Jahrhunderts bereits mehrere erfolgreiche Versuche mit Luftschiffen durchführte. Auch das Interesse der Marine weckte er zu dieser Zeit. Allerdings hat Staatssekretär Admiral von Tirpitz damals zwar diese Versuche beobachtet, sie aber noch nicht als besondere Priorität eingeschätzt und bei der Marine eher auf offensive Waffen gesetzt, wie zum Beispiel Linienschiffe und Torpedoboote. Sowohl Kaiser Wilhelm II. Als auch eine breite Öffentlichkeit setzten sich jedoch zunehmend für den Einsatz von Luftschiffen bei der Marine ein. So kam es, dass mit Beginn des Ersten Weltkriegs die Marine über Luftschiffe und auch Flugzeuge verfügte, die Aufklärungsfahrten und auch Angriffsfahrten vornehmen sollten im Ersten Weltkrieg. Während des Ersten Weltkriegs führten Marineluftschiffe über 1000 Aufklärungsfahrten über Nord- und Ostsee durch, sowie zusätzlich rund 150 Angriffsfahrten. Unser Modell des Luftschiffs L56 gehörte auch dazu, führte 17 Aufklärungsfahrten durch und nahm am letzten Geschwaderangriff gegen England am 6. August 1918 teil. L56 wurde von der Luftschiffbau Zeppelin gebaut unter der Baunummer LZ103, und zwar in Berlin-Starken, hat damals 3,2 Millionen Mark gekostet und wurde am 28.09.1917 in den Dienst gestellt. Unser Modell hier ist in einem Maßstab 1:100, das bedeutet, in der Realität war es 196,5 Meter lang mit dem größten Durchmesser von 23,9 Meter. Das Luftschiff konnte eine Geschwindigkeit erreichen von knapp 30 Metern pro Sekunde und besaß ein Gasvolumen von ungefähr 56.000 Kubikmeter aufgeteilt auf 14 Gaszellen. Angetrieben wurde es von 5 Motoren A240 PS, Maybach-Motoren, hatte eine Besatzung von 19 Personen, konnte eine Reichweite von 13.500 Kilometer erreichen, hatte 4 Propeller und ihm war es außerdem möglich, 6.500 Meter hochzusteigen. Außer Dienst gestellt wurde das Luftschiff letztendlich am 8.11.1918. Im Verlauf des Ersten Weltkriegs gab es eine rasante Entwicklung im Flugzeug- und auch im Luftschiffbau. Luftschiffe konnten immer weitere Strecken zurücklegen und dabei auch vermehrt Bomben mitführen. Üblicherweise operierten sie dabei zusammen mit den Seeverbänden. Auch bei der Skagerrak-Schlacht waren im Verband Luftschiffe zum Einsatz vorgesehen. Dass diese letztendlich nicht teilnehmen konnten, lag am schlechten Wetter. Wenn Sie mehr zur Skagerrak-Schlacht wissen wollen, schauen Sie sich doch unseren digitalen Rundgang dazu an. Den Link finden Sie am Ende dieses Videos. Während des Ersten Weltkriegs waren rund 80 Marineluftschiffe im Einsatz. Davon gingen die meisten jedoch verloren. Allerdings weniger durch Abschuss, sondern vielmehr durch Unfälle, die entstanden sind beim Befüllen der Wasserstofftanks, bei Gasexplosionen und dann Bränden, die das verursacht haben, oder auch bei Navigationsschwierigkeiten aufgrund schlechter Sicht. Unser Luftschiff hatte jedoch ein anderes Schicksal. L56 wurde mit Ende des Ersten Weltkriegs im November 1918 außer Dienst gestellt und kam dann in seinen Stützpunkt zurück nach Wittmund. Ein halbes Jahr später versenkte sich die Hochseeflotte, die in Scapa Flow interniert war, selbst. 2 Tage danach, dementsprechend am 23. Juni 1919, wurden auch viele Luftschiffe in ihren Basen an der Nord- und Ostseeküste zerstört. Dabei war allerdings Scapa Flow Vorbild, aber es gab keine gemeinsame Verschwörung in dem Sinne, weil das Bodenpersonal und die Luftschiffe, die diese Luftschiffe zerstört haben, denen ging es gar nicht so sehr darum, dass die Luftschiffe den Alliierten in die Hände fielen, sondern vielmehr darum, dass die kommunistische Regierung von ihnen so wahrgenommen, die Luftschiffe nicht in die Hände fallen sollten. Das war's für heute zu L56. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn Sie Fragen, Kommentare, Anregungen haben, gerne bitte in die Kommentarfunktion. Wenn Sie kein weiteres Video von uns verpassen wollen, abonnieren Sie doch einfach unseren Kanal und drücken Sie die Glocke. Und damit verabschiede ich mich mit einem schönen Gruß an die alten Kollegen ans Zeppelin-Museum.